Für uns hat er im Prinzip schon in den ersten paar Spielen der Saison so ein Prozess begonnen, bei dem wir in einzelnen Situationen gemerkt haben, wenn wir unseren besten Basketball spielen, können wir mit jedem mithalten. Fängt ja an mit dem ersten Spiel gegen Kreilsheim, wo wir im Prinzip in der letzten Minute das Spiel verlieren, aber lange Phasen mithalten. Und auch darüber hinaus hatten wir den Eindruck, über mehrere Phasen der Saison, dass wir an guten Tagen mit jedem spielen können. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich lange gedauert hat, bis wir das erste Mal tatsächlich gegen ein Playoff-Team gewonnen haben. Wir haben danach für uns gesagt, so, wir müssen den nächsten Schritt gehen, wir wollen auch gegen einen Aufstiegskandidaten gewinnen können. We make a mistake, we limit the mistake on the next possession. And we react to it aggressively, swiftly, running back, stopping them in transition, taking a foul if necessary, staying together, no heads down, heads up with pride. Playing with pride and playing together. Let's go, break. Das Spiel in Jena war am Rande einer Persönlichkeitsspaltung, würde ich mal sagen. Also die erste Halbzeit war gut. In der zweiten Halbzeit ist das passiert, was zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr passiert ist mit unserer Mannschaft. Sie ist wirklich in sich zusammengebrochen. Und habe dann eigentlich schon so ein bisschen daran gezweifelt, ob sich das im Saisonverlauf noch mal ändert. Aber Gott sei Dank lag ich falsch, denn ich glaube, das Jena-Spiel war so ein Turning Point. Das war das letzte Mal, dass die Mannschaft in dieser Saison kollabiert ist. We will make sure that we take the good things for Sunday and we put on 40 good minutes to put ourselves in a position to win the ball game. Now we go to the fans and we say thank you for the support, okay? Everybody, take some time for this. Let's go. Mit Basketball habe ich länger zu tun, als ich mich überhaupt erinnern kann. Also mein Papa hat als Sponsor damals noch den Bayreuther Basketball, ja, man kann schon sagen, wahrscheinlich gerettet. Da war ich 3 Jahre alt. Und ab da bin ich in den Basketballhallen Deutschlands groß geworden. Da habe ich dann immer unter den Tribünen mein Spielzeug mitgebracht und während des Spiels sozusagen unter der Tribüne gespielt. Und meine Eltern haben das Spiel geguckt und haben mich dann nach dem Spiel wieder abgeholt. Als ich dann 6 Jahre alt war, also so Ende der 80er, habe ich selber mit Basketball angefangen. Und dann war natürlich auch das Spiel selber für mich interessant. Und ab dann gab es eigentlich für mich in meinem ganzen Leben kein anderes Thema mehr. Ich bin in der Organisation, in der Bayreuther Basketball-Organisation natürlich auch durch meinen Vater schon ein bisschen länger mit involviert. Und dann kam ja dann der Abstieg aus der BBL irgendwann. Und dann wurde auch klar, dass sich das Angebot des Livestreams verändern wird mit Sport Deutschland TV, wo ja die Vereine angehalten sind, das Personal selbst zu finden. Jetzt war es aber so, ich war eigentlich immer mit meinem Platz auf der Tribüne sehr zufrieden. Ich hatte aber in den Saisons davor immer schon mal wieder mit dem ehemaligen Pressesprecher Sven Ammon in der Saisonvorbereitung Spiele kommentiert. Und das hat wohl den meisten ganz gut gefallen und dann wurde ich gefragt, ja, könntest du dir das vorstellen? Dann habe ich erst mal gesagt, nee, ich würde eigentlich gern weiter auf der Tribüne sitzen. Hat es nicht lange gedauert in der ersten Saison unter dem Laden Drijancic. Dann wurde ich gefragt, ja, also jetzt heute kann der nicht, hättest du nicht mal Lust, heute ein Spiel zu kommentieren? Sag ja, machen wir halt. Ich habe niemals gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich habe schon gedacht, dass das ganz cool ist, so ab und zu mal so seinen Senf dazu zu geben und so ein bisschen über Basketball zu quatschen. Aber ich war sofort angefixt und habe sofort gesagt, wisst ihr was, ich komme das nächste Mal wieder.
Und dann ist plötzlich aus dieser Aufgabe, die ich gar nicht so unbedingt übernehmen wollte, eine absolute Passion geworden. Und ich lieb's. Ich freue mich Tage vorher schon drauf. Als Sportkommentator hat mich dann Friedrich Hartung angesprochen, sie würden gerne einen Podcast ins Leben rufen. Hallo Bayreuther Basketballfans und herzlich willkommen aus den Räumen der Bayreuther Sonntagszeitung zu Folge 12 von BBC Bayreuth Courtside. Mein heutiger Gast. Und auch das Podcasten macht mir total Spaß. Das ist nochmal eine andere Aufgabe, weil da geht es weniger um den Sport, sondern vielmehr um den Menschen. Alright, I will stay a little bit longer, Callum. Thanks for stopping by. Einen wunderschönen Sonntag Ihnen und euch da draußen hier bei Sport Deutschland. Der 27. Spieltag aus der Oberfrankenhalle. Heute mit dem Spiel BBC Bayreuth gegen die Gießen 46ers. Mein Name ist Phil Funfack. Schön für euch, für Sie da sein zu dürfen. Und neben mir der Mann, der Experte in der Zahlenzentrale, Carlo Steiner. Grüß dich, Phil. Einen wunderschönen Sonntag auch dir. Was dürfen wir heute erwarten von diesem Spiel am 27. Spieltag der Hauptrunde? Naja, die Vorzeichen sind relativ klar. Ne? Gießen Tabellendritter, Bayreuth kämpft immer noch gegen den Abstieg. Also die Favoritenrolle ist klar bei den Gießenern. Wenn man sich aber die letzten Spiele anschaut, hat Gießen schon mal Es war ja schwierig. Gießen ist zu dem Zeitpunkt Top-4-Team, Playoff-Team, möchte auch sicherlich aufsteigen oder zumindest im Aufstieg mitreden. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin in die Halle gegangen und ich dachte, wir gewinnen. Ich habe ja immer 2 Partner zum Interview vor dem Spiel. Dejan Kovacevic kam ja aus Gießen zum BBC vor der Saison und er hat auch schon zweimal mit Robin Benzing zusammengespielt. Und ich muss sagen, ich bin ja seit Kindesbeinen ein Basketballfan. Ich habe die ganze Karriere von Robin Benzing verfolgt. Er war jahrelang der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Mir war klar, ich will mit Robin Benzing reden. Du darfst jetzt, der Robin kommt gleich zu mir zum Interview, eine Frage für Robin Benzing noch mitgeben. Frag ihn, wer heute mehr Punkte machen wird, Robin oder ich, was seine Einschätzung ist. Okay, das mache ich. Alles klar. Danke dir, Dejan. Also ich würde lieber weniger Punkte scoren dafür, dass wir gewinnen. Also dann kann der gerne 20 Punkte machen, aber solange wir gewinnen, ist das okay. Schauen wir mal, ob es sich bewahrheitet. Danke, Robin. Gerne, Dankeschön. Und dann sagte ich, na okay, dann machen wir es mal davon fest. Vielleicht macht der einer mehr Punkte und der andere gewinnt das Spiel. Genauso ist es aber gekommen. 15 vor für Gießen. Mal schauen, was Terry Horn jetzt macht. Das ist sehr statisch. Da passiert gar nichts beim BBC. Jottis jetzt der letzte Bayreuther, der am Ball war. Kevon Allen mit dem Dreier. Ist drin, ist das ein Lebenszeichen. Jetzt schauen wir uns an, ob der BBC auf unter 10 Punkte rankommt. Mit Kevon Allen im Angriff. Auf Flasher. Flasher auf Allen. Gute Bewegung nochmal von Allen. Der nimmt den Wurf und trifft den Wurf. Wieder Benzing, der nimmt den Dreier. Über Kovacevic hinweg. Die alten Freunde, die alten Kameraden, die ist aber nicht drin. Kovacevic jetzt für 3. Der zeigt ihm, wie es geht. Der zeigt dem Benzing, wie es geht. Also was man Bayreuth sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall schon mal etwas lebendiger geworden, das Spiel. Benzing jetzt wieder gegen Lied geht, das ist super eng. Gut verteidigt, Lenny Liedke, mit aber Foul, Robin mit Foul. Benzing macht das Ding halt trotzdem rein. Also das war jetzt vielleicht sogar die beste Lösung von Liedke. Schau mal, der ist ja wirklich im Gesicht. Aber das ist Robin Benzing heute herzlich egal. Kevon Allen hat keine Idee, sieht keine Idee. Horn hat nur noch 5 Sekunden. Nadiallo auf Demonia. Der Sehr schön ausgespielt vom BBC, wahnsinnig geduldig. weiter Ball auf Flasher, der zieht zum Korb und Bayreuth führt. Bayreuth führt in einem Spiel, in dem es gar nicht hätte sein dürfen. McLean mit dem Ball gegen Demonia. Fast das Foul. 8 Sekunden. Der kriegt den Ball. McLean macht's alleine. Jetzt runter. Auf dem Weg zum Korb. Ball rollt raus. Testen. Verpasst. Der BBC. Und Bayreuth gewinnt ein Spiel, das niemals zu gewinnen war. Unglaubliche Leistung vom BBC in dieser zweiten Halbzeit. Ich habe nicht mehr fast daran geglaubt, aber es war das höhere Energielevel. Also da hat einfach alles gestimmt. Wir haben ein Playoff-Team geschlagen, wir waren die bessere Mannschaft. Und das war so der Punkt nach dem Jena-Spiel, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt sind wir vielleicht endlich mal auf dem Niveau angekommen, wo das Potenzial der Mannschaft vielleicht schon die ganze Saison lag. Das war für mich so das Gießen-Spiel.
Good pass, Lucas. I'm gonna start it off there. One. Who's gonna be that guy? You guys see it here first. Interview take one with the player, aka DeMarcus Demonia. I feel like Mike Jordan, give me the rock and I'm scoring. Hey, came from the bottom, that's foreign. I swear that I'm up for the sun in the morning. Oof, hey, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead. Hey, oof, I told them out of my way. I don't got nothing to say. Now they can't run at my pace. Yeah, they know that we ain't the same. 402, we rap the game. I told them this ain't a game. I started out with football, American football. Played that for about 2 years or so. And then, switched over to basketball kind of late. And then, just ran with it from there. Just fell in love with it. When I first started playing football, I didn't think nothing of it. And then when I started playing basketball, I used to just play in my neighborhood a lot. I used to, walk around the halls and stuff like that in high school. And the basketball coach seeing me, I, was kind of tall, but not so tall. And he asked me to just come out for a tryout. And I liked it ever since. Shout out to Brian Brooks. I made a big jump, I would say, from my senior year of high school to the first year of JUCO, where I went, because I transitioned into more of a guard, because I was playing like an undersized 5, in high school, everyone is kind of small. It actually helped me develop my guard skills. And then when I was in JUCO, 2 of my coaches, Tommy Reams and Shane Scott, they actually helped me develop more as a guard and gave me a green light to, do more things, freely on the court and play through mistakes and, stuff like that. So it was definitely a unique process to see. And, some people actually give up sometimes. But looking back now, if someone was to tell myself, my younger self, that I'd be in this position, I wouldn't believe them. Outside of basketball, I feel like sometimes I could be the life of the party, and then sometimes I could be like a quiet mouse. So with my teammates and stuff, I'm gonna be, open, jokingly and stuff like that, playing around as I do, Man, this how Bayreuth do, man. Inside Bayreuth, episode 5 here with your guy, DeMarcus Demonia, man. The man with the plan. Other than that, if I'm around a crowd that, I really don't know, I'm a person that will, sit back and observe before I say anything, just because of the way I grew up. It wasn't always, a bunch of people around and stuff like that, so I just get close with certain people and then, goofy and open with them. DeMarcus Demonia here. Julian, I need you to put this in a documentary. This my dog, man. This who make it happen right here. This is my dog. Whenever I needed something, he had me. He got me right, you feel me? I told him, stop playing. East Texas finest. I need it. Ja, nach dem emotionalen Highlight des Gießen-Siegs zu Hause war für uns natürlich das Ziel, jetzt auswärts in Dresden den nächsten Sieg zu holen und uns dem Klassenerhalt noch deutlicher zu nähern. Also im Bus selber sind 50 und insgesamt sind wir wahrscheinlich so 65 bis 70 da im Gästeblock. We have a great opportunity using the momentum and the confidence that we have built to start a run for ourselves, to win the second in a row and to keep that momentum up for us as a team, for the whole organization, for the fans that came here with 2 buses, with the office, everybody coming to support us, to give us more energy. I think it's a really good opportunity for us. All out, every fucking ball.
Wir hatten sehr, sehr viele Fans dabei in Dresden. MPK hat organisiert, dass ein Bus mit Fans dahin gefahren ist. Auch aus dem Office waren viele da. Insofern war natürlich der Support, den wir da gespielt haben, wirklich Wahnsinn. Das war ein, würde ich sagen, sehr, sehr hochklassiges Basketballspiel auf beiden Seiten. Super kompetitiv. Wir haben über weite Strecken auch ein gutes Spiel abgeliefert und uns in eine gute Position gebracht, das Spiel zu gewinnen. Also war es am Ende eben ein knappes Spiel, was in jede Richtung gehen konnte und geht leider in Richtung Dresden. Sind wir im einen Jahr endlich, oder? Ja, Arzt will ich nur, ja. Und dann schauen wir mal, wie es überhaupt geht. Ne? Gesundheitlich und so, weißt du ja. Frage ist, ob du überhaupt ohne Medizin kannst. Ja, das ist die zweite Frage. Aber dann ist es sehr langweilig. Schau, jetzt haben wir ja fast 3 Monate Urlaub. Wenn die Serie aus ist. Ja. Und das ist ja doch schon langweilig. Was machst du denn da überhaupt? Ja, gute Frage. So wie es kommt. So wird es gemacht. Trikots holen, vorbereiten. Ich bin halt auch immer 3 Stunden vorm Spiel da. Kommen mal die Trikots rein, dann auf die Plätze drapiert. Ne, weil zum Beispiel 2 Stunden 10 der Erste kommt, das ist der Lenny. Und dann muss das gleich fertig sein. Naja, dann bringst du halt deine Handtücher daher. Und ich sage, ja, du musst halt alles herrichten für das Spiel. Bin ich meistens immer 2 Stunden vorher fertig und dann sitze ich halt da und schaue. Ich bin halt so ein Mensch, der nicht die Berufe wechselt oder die Firmen wechselt. Das mache ich nicht. So, im Reifengeschäft war ich ja 18 Jahre und jetzt 24. Und wie lange noch? Aber das habe ich auch schon 5-mal gesagt. Als älteste Symbol der Halle zu tragen. Also außer Schorsch Kemp hat noch eins vom Postelsrau heute an. Dann schlägt er mich. Das ist Kevin Oldham 84-85. Spieltagspresenting, was macht man da? Ja, wir waren damals ja auch relativ überfragt und damals war es so, ja klar, du kommst auf die Klatschpappe, die Klatschpappen werden ausgelegt, was vor dem Spiel natürlich schon ein schöner Anblick ist, gar keine Frage. Für mich war es fraglich, ob diese alleinige Auslegung der Klatschpappen eigentlich einen Erfolg bringt. Und da habe ich damals irgendwann mal gesagt, oder wir im internen Kreis, wenn wir ein Spieltagspresenting bringen, dann müssen wir über das reine Bedrucken der Klatschpappe einfach herausgehen. Wir hatten damals die Idee, 70 Jahre Basketball als Oberthema zu nehmen. Und das wollten wir für diesen Spieltag ja aufgreifen. Wo wir dann gesagt haben, wir holen DCC dazu. Das sind Weltmeister im Breakdance und so weiter. Ne? Die haben wir hergeholt. Und wenn man diese Emotionen dann natürlich mit ein bisschen auch mit Medikamente per Klick in Verbindung bringt, dann haben wir nach meinem Dafürhalten viel erreicht. Auch für die Marke Medikamente per Klick, weil diese positiven Effekte, diese positiven Emotionen einfach damit in Verbindung stehen. Das erste Basketballspiel in Bayreuth hat 1955 stattgefunden. Seitdem gab es viele Höhen und Tiefen, denen der Bayreuther Basketball durchlaufen ist. Ja, 70 Jahre Basketball in Bayreuth ist natürlich schon was Besonderes. Also ich meine, ich erinnere mich auch als Kind so den Weg des Bayreuther Basketballs einfach als Fan verfolgt zu haben. Ist immer eine Basketballstadt gewesen,
Aber egal, glaube ich, in welcher Zeit sich der Bayreuther Basketball befunden hat, in meiner Wahrnehmung war immer eine unfassbare Menge an Liebe und Emotionen für diesen Sport da und es ist auch immer noch. Und das ist für mich der Teil der Bayreuther Basketball-Tradition, der eigentlich am wichtigsten ist. Ich glaube, man kann wirklich sagen, mein Papa, also Karl Steiner, ist Mr. Basketball in Bayreuth. Er war ja Geschäftsführer von unserem Familienunternehmen, von Steiner Optik. Und Anfang der 80er Jahre gab es damals noch den USC Bayreuth und die waren auf jeden Fall in finanziellen Schwierigkeiten, einen Profibetrieb aufrechtzuerhalten. Mein Papa war früher erfolgreicher Springreiter und später auch ein bisschen Tischtennisspieler. Und es gab eine Tischtenniswerksmannschaft von Steiner Optik, die er dann eben aber auch bis in die erste Bundesliga geführt hat. Weil anscheinend seiner Auffassung nach braucht man neben einem großen Unternehmen zu führen auch noch ein Hobby. Und ich sag mal, diese Passion zum Sport hat dann, glaube ich, auch seine Zusage gegeben, auch im Basketball einzusteigen. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert. Man ist in die erste Bundesliga wieder aufgestiegen, hat sich dort dann etabliert. Hat dann 1988 das erste Mal den Titel geholt mit dem Pokalsieg. 89 dann, ja, wissen alle, das große Double geholt. Ja, und mein Papa hat dann natürlich aber versucht, diesen Erfolg nachhaltig zu gestalten und das wurde natürlich schwieriger. Und dann kam es ja zu dem ganz krassen Absturz, als mein Papa, ja, er musste sich auf das Wirtschaftliche konzentrieren, hat dann gesagt, er steigt aus im Basketball. Und dann kam es ja zur Insolvenz und zum Zwangsabstieg in die Regionalliga. Und wie es aber in Bayreuth so ist, es gibt einfach so viele Leute, die so angezündet sind, die sagen, okay, wenn es der Herr Steiner nicht macht, dann müssen wir einfach Leute finden, die den Laden irgendwie wieder am Laufen halten. Und das gab es auch damals. Das war dann die Gruppe um Manfred Schöttner und viele andere, die dann das so als Team gelöst haben, die dann den Sport wieder in die zweite Liga gebracht haben. Und dann gab es ja lange wirklich guten Zweitliga-Basketball, wo man sich etabliert hat, wo man zwar immer wieder mal versucht hat, können wir nach oben gucken, können wir nicht nach oben gucken. Irgendwann hat es dann mal gereicht, aber es war eine lange Zeit. Das war ein Jahrzehnt im Endeffekt, wo man Kraft sammeln musste. Und dann 2012 gab es ja den Wiederaufstieg des BBCs und dann hat man natürlich lange kämpfen müssen, überhaupt die Klasse zu halten und dann kam mein Papa so wieder mit ins Spiel. Ich glaube einfach, er hatte dann auch wieder Blut geleckt. Ja, und so kam dann doch, sage ich mal, die letzte goldene Ära des Bayreuther Basketballs zustande, die er dann wieder entscheidend mitgeprägt hat. Mit um Raul Korner, aber natürlich vor allen Dingen mit dem großen Unterstützung der Firma Medi, bis die dann irgendwann auch pandemiebedingt, glaube ich, gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch wieder auf uns konzentrieren, auf unser Kerngeschäft und können und wollen es uns vielleicht einfach nicht mehr erlauben, so einen großen Etat in den Sport reinzupumpen. Ja, und als es dann klar war, dass auch die Firma Medi aussteigt, das war, glaube ich, sowas, was mein Papa dann einfach frustriert hat, wo er dann einfach gesagt hat, okay, jetzt mache ich das seit fast 40 Jahren, ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich will und kann einfach das nicht mehr. Und es ist wieder gekommen, wie es schon 2-3 Mal in der Bayreuther Basketballgeschichte gekommen ist. Es gab einfach so viele Leute, die sagen, nee, wir lassen das nicht. Wir lassen die Flamme nicht erlöschen. Wir machen weiter. Und das sind jetzt dieser Kreis aus fast 30 Gesellschaftern. Ich weiß, dass das immer ein bisschen kritisch beäugt worden ist. So viele Leute, so viele Meinungen. Am Ende sind das alles Menschen, die wollen, dass es weitergeht. Die ihr persönliches Geld dafür geben, wo sie wissen, das ist wahrscheinlich weg. Das gibt wahrscheinlich kein Return of Investment. Der Return of Investment ist, wir haben weiterhin Profibasketball in Bayreuth. Und deswegen möchte ich auch nochmal meinen großen Dank an die Leute aussprechen, die sagen, wir lassen das Schiff hier nicht untergehen. Mit uns geht's weiter. Irgendwie wird sich wieder ein Weg nach oben finden. Und dann dachte ich mir, ich spüre diesen Aufwand, ich spüre, dass hier gerade wieder was Neues wächst, was Neues entsteht. Ich will es mitgestalten. Und deswegen habe ich gesagt, ab der nächsten Saison packe ich hier mit an, was auch immer zu tun ist. Be aggressive. Okay? From there on out, create ball movement. And then the last thing, those are the 5 home games we have after the FIBA break. 5 home games we have after the FIBA break until the end of the season. We've played already 2 of them, we won both. This is a big opportunity for us to create incredible momentum in the city. The momentum is already there. You can feel it. There's a lot of people coming today. You can feel that there's momentum. So for us today, of course, the task is to get the 3rd home win in a row and create this momentum and keep going. To keep
I feel pretty good that day. You know, being as though I knew that, you know, Moritz was getting that special celebration that he resigned. Ja, für uns alle, auch für die Mannschaft war klar, beim nächsten Heimsieg wird Mo Pleschers Vertragsverlängerung verkündet. Irgendwo hat man gespürt, dass alle auch für Moritz und für diesen Moment ein besonders gutes Spiel abliefern wollten. Let's be highly energetic for 40 minutes, guys. Let's get a home win. Go. Let's have a great day today, y'all. One, two. Moritz Plescher Day. I was feeling pretty good because, like, you know, after we just won, and bro, you just signed again. You know, I mean, we've been talking about it kinda, but you know, I'm happy for him because it's not every year you're guaranteed another contract, and you know, for him to sign for until 2027, I believe, that's, you know, very good. Schon ein tolles Signal natürlich, ne? Dass ein Spieler wie Moritz sich entscheidet, hier zu bleiben, aber auch, dass er sich entscheidet, sogar 2 Jahre hier zu bleiben. Ist schon ein tolles Signal. Ich würde sagen, insbesondere dafür, dass er so kompletten Buy-in hat in das, was wir machen und dass er zu 100% daran glaubt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und eine sehr, sehr gute Entwicklung auch nächste Saison gemeinsam gehen werden. Es ist eine langfristige Angelegenheit, hier Kontinuität und auch Erfolg reinzubringen. Und ich glaube, das hat die Saison auch gezeigt. Und ich finde, da zeigt sich jetzt auch schon der erste Erfolg, dass Spieler wie Moritz Plescher, Terry Horn gesagt haben, sie glauben an das Projekt und wollen längerfristig hier bleiben. Und das sind für mich die ganz klaren Zeichen, dass wir auf einem unfassbar guten Weg sind. Und das macht es uns als Sponsor natürlich auch einfacher, wenn wir in diesem ständigen Austausch auch mit Florian Wedell sind, der uns diese Wege auch mit aufzeichnet, da zu sagen, klar, da machen wir mit und dieses Vertrauen schenken wir auch. Normalerweise ist das Routine. Normalerweise. Da kommt natürlich darauf an, wie in Nürnberg, dann ist das halt was anderes. Und da habe ich halt auch mitgefiebert. Weil es ja um viel gegangen ist. Ja, Derby in Nürnberg. Große Vorfreude natürlich. Auch große Anspannung zeitgleich. Aus mehreren Gründen. Du natürlich auf der einen Seite mit 9 Siegen in der Situation bist, jetzt den 10. zu holen und damit auch rechnerisch den Klassenerhalt fix machen kannst. Gleichzeitig wussten wir, dass sehr viele Bayreuther Fans mitkommen würden, dass da eine Wahnsinnsstimmung kreiert werden würde in einer ausverkauften Halle in Nürnberg. Und so gab es natürlich viele Gründe, warum das ein sehr, sehr begeisternder und spannender Tag werden würde für uns und auch für den Bayreuther Basketball. Das Derby gegen Nürnberg war von vorn bis hinten was Besonderes. Nürnberg lädt, wenn es dann immer möglich ist, die Kommentatoren der Gästemannschaft zu sich zum Kommentieren ein. Und so wurde auch ich gefragt, ob ich denn Lust hätte, zusammen mit Reinhard Wörlein heißt er, das ist der Kommentator, wirklich ein sehr geschätzter Kollege, der auch sehr viel von diesem Sport versteht und auch ein unfassbar gastfreundlicher und lieber netter Mensch, der hat mich nach Nürnberg eingeladen. Was ist denn dein Bauchgefühl fürs Franken-Derby? 3-mal in Folge haben die Bayreuther jetzt gewonnen. Gibt es heute Sieg Nummer 4? Ich muss ja sagen, sonst bin ich ja hier am falschen Ort. Aber es wird schwierig. Also ich muss sagen, was unter Ralf Junge passiert ist, gerade ja auch in den Heimspielen, ist aller Ehren wert. Und die Mannschaft hat sich gefunden. Nürnberg ist extrem heimstark. Jetzt natürlich mit der Abwesenheit von Julius Wolf. Das ist ein herber Verlust. Ich sehe hier absolut heute ein Duell auf Augenhöhe und es wird richtig schwer. Vielleicht sehen wir wieder eine Verlängerung wie im letzten Jahr. Today we will have a lot of our fans in this
building. It is going to be a very close to sellout crowd. It is going to be a good atmosphere, I believe, on both sides. So the first thing that we should do is we should rally our fans behind us through the way that we play and make sure this feels more like a home game than an away game. Getting a win tonight is going to also, by the numbers and also mathematically, secure us the league. So this is also an important step, and it's the same situation for both teams, right? Whoever wins today puts themselves in a position where they can entirely plan for next season. So also in that aspect, it's a very important thing. I will need you to guard in full court, pick them up, be in their hip every fucking time. If it's a ball screen, if it's a full court situation, I don't care. We got fouls to give. Waste one if you need to. But set the tone. Same thing offensively. Let's get more offensive balls than they do. Win the possession battle. Okay? Let's go. 40 minutes, high fucking energy and disruptiveness. Let's get it finished. Let's go. They have a good one. Get ready to get on my way. 1, 2. I feel like that's the highlight of my year. Both of the derby games, home and away. Really home and home because the fans were amazing. Ja, Reinhard, die Falcons gehen mit einer 7-Punkte-Führung in die Halbzeit. Jetzt frage ich dich mal andersrum, wie ist denn so dein Resümee der ersten Hälfte? Wie hast du es gesehen? Also ich habe das Gefühl, immer wenn Nürnberg einigermaßen strukturierten Ralf Junge Basketball spielt, dann hat es Bayreuth sehr, sehr schwer in der Verteidigung. Und ab und zu, Ralf Junge sagt dann immer Schweine-Rugby dazu, wenn das Spiel schneller wird, als man es im Griff hat, dann hat Bayreuth einfach die besseren Individualspieler und so kommen sie auch wieder ran und angeführt von einem Veteran in seiner letzten Saison, Dejan Kovacevic, ist für mich Spieler der ersten Halbzeit auf beiden Seiten, für mich der auffälligste Akteur. And we're still in the game. That's their game. That's how they want to play. They get the rebounds, they get easy layups, offensively. We have to play our game, okay? Do what we're great at. Every shot who's open, take the shot. P, attack it, go at it, be aggressive. We kill him. Keep being aggressive. And then we get stops. If we score, we can stop them, we get the rebounds, we run. That's in our game. If they get the offensive rebounds and they keep running, it's their game, okay? I'm against, we got this. So we need to collectively make sure that they have a fucking strong body in their face every time the ball goes up. Doesn't matter where you're at on the floor, you find somebody to shove out of bounds, you get the fucking ball. I don't care if you need to foul sometimes, but set the tone to make sure there's nothing easy, nothing given. It's too easy, guys. We're handing 12 points. It's precious fucking points, 12 points. Okay, so take care of this. Take care of that, take care of the coming offs, and then their shot making is going to take care of itself, and we'll be fine. But this is what we need to do. Let's come out and battle. Come out and fucking battle for 20 minutes on the boards first. Physical coming offs, nothing easy, nothing given. Our fast break game, and then just share the ball and enjoy, guys. Enjoy. Season's not going to be long.
Let's enjoy the moment. Be fucking physical. Get the swing. Let's go. 1, Team. 20 Minuten netto Basketball vor uns, 48, 41. Die erste Führung seit der ersten Minute für den BBC Bayreuth, 53:50 für den BBC hier in Nürnberg. I just love it. Like, I love it, man. I definitely think they should, keep up that, throughout the next couple years, because like it really feeds off us, and show that we really got a strong support system behind us. Even with starting out 0-5, losing some close games and stuff like that, they still stick behind us, and I show my love by going into the stands with them, and getting them hype and stuff like that. Ich glaube, es ist schön nach so einer schwierigen sportlichen Saison für alle, wenn dann so ein Moment kommt, wo einfach alles passt. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine gute Arbeit insgesamt der Mannschaft, die immer an sich geglaubt hat, die immer Zusammenhalt gezeigt hat und bei aller Kritik, die aus dem Fanlager auch kommt, auch eine hervorragende Arbeit vom Trainerteam. Und ab da war für mich auch klar, wir haben im Sportlichen den Tiefpunkt definitiv schon lange gesehen gehabt. Ja, da war mir einfach klar, jetzt hat sich diese Mannschaft auch gefestigt, gefunden und ab jetzt kann es eigentlich nur noch nach oben gehen. And I'm really proud of that, and I really enjoy that, and I want to thank you all for this journey. And I feel like we should enjoy every last minute of this. Every last minute, guys. It's going to be 4 weeks from now. Everybody's going to go home. It's going to be over. I think a lot of guys are going to see each other again next year, so that's beautiful, but the summer is going to be long. So let's enjoy that process. We still have goals to reach. Like we said, let's finish the season with 5 home wins in a row. Finish it with 5 home wins in a row. Imagine how these guys are going to go crazy. So enjoy, guys. Enjoy. Everybody in the field. Hey, we're working here, y'all. We stay together. 1 team.